Es gibt diesen Moment, man hat gerade von seiner Diagnose erzählt, zum ersten Mal oder zum fünften Mal, egal. Man hat es erzählt, das Herz klopft, man wartet bange auf eine Reaktion und dann kommt die Frage. Und du merkst in dieser selben Sekunde, jetzt bin ich eine Sehenswürdigkeit. Herzlich willkommen, das hier ist Disting, ein Kanal von einer Betroffenen mit dissoziativer Identitätsstruktur für andere betroffene Helfer und Interessierte am Themenkomplex Komplextrauma. Heute soll es um 3 sinnlose Fragen gehen oder 3 Fragen, die man einem PDIS oder DIS-Betroffenen vielleicht lieber nicht stellen sollte. Und was du vielleicht stattdessen fragen könntest. Und bevor jetzt jemand die Kommentarspalte anzündet, das hier soll keine Abrechnung sein. Wir sind nicht sauer auf Menschen, die neugierig sind. Neugier ist nicht das Problem. Wir haben fast noch nie erlebt, dass jemand diese Fragen aus Bosheit gestellt hat. In der Regel wollen die Leute einfach verstehen. Sie haben sich mit dem Thema aber noch nicht auseinandergesetzt und kommen höchstwahrscheinlich von einer sehr anderen Perspektive als ein Betroffener oder ein Experte an diese Sache heran. Also wenn du Angehöriger oder Angehörige bist und eine dieser Fragen schon mal gestellt hast, du bist kein schlechter Mensch, du bist einfach jemand, dem das nie jemand erklärt hat. Und genau dafür soll dieses Video sein. Aber bevor es losgeht, ein herzliches Dankeschön an unsere Steady-Abonnenten und YouTube-Mitglieder. Wir haben hier auf Disting fast nie einen Sponsor, wie ihr wisst, vielleicht das letzte Mal Anfang 2025. Und darum trägt sich unsere Arbeit nur durch eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank dafür. Aber auch danke an diejenigen, die uns nicht finanziell unterstützen können oder möchten. Danke, dass ihr unsere Videos schaut, liked, teilt und einen Kommentar da lasst. Danke dafür. Wir freuen uns immer sehr, etwas von euch zu hören. Frage 1. Wie viele seid ihr denn? Das ist der Klassiker. Die Frage kommt schneller als jede andere, meistens innerhalb der ersten 2 Minuten oder sofort, wenn man das erzählt hat. Und wir verstehen das sogar. Das Gehirn will eine Zahl. Zahlen machen Dinge greifbar. Wenn dir jemand sagt, ich habe Kinder, fragst du, wie viele? 1, 2 oder 10 macht eine sehr unterschiedliche Unterhaltung. Wenn jemand sagt, ich habe eine dissoziative Identitätsstruktur, fragst du eben nach der Anzahl der Innenpersonen. Also jemand hört zum ersten Mal, oh, mein Freund oder Freundin oder Bekannter hat eine multiple Persönlichkeit. Ratter, ratter, ratter. Wie viele seid ihr denn? Also manchmal frage ich mich, ob das so eine Art Pufferfrage ist, ehrlich gesagt, weil sie sozusagen ein bisschen Zeit schafft, um über diese neue Information nachzudenken. Man erzählt das ja gewöhnlich Menschen, denen man genug vertraut, um in dem Kontakt tiefer zu gehen. Und diese Person hat ein Bild von dir. Und wenn sie jetzt erfährt, dass du eine multiple Persönlichkeit hast, braucht derjenige Mensch einen Moment, sein ganzes Konzept von dir neu zu ordnen irgendwie. Nach der Anzahl zu fragen, wirkt für einen Unbeteiligten harmlos, unbefangen und deutet eigentlich Interesse an, von außen betrachtet. Aber für Betroffene und Informierte ist die Frage eher sinnlos. Für manche Betroffene ist sie sogar ziemlich schwierig. Ich habe mich mal bei ein paar betroffenen Bekannten und Freunden umgehört und eine spontane Erstreaktion zeigt das ganz gut. Das Driver-System fragt Folgendes. Hallo erstmal. Hallo Tina. So, die 3 Fragen. Möchtest du meine Gedanken dazu wissen? Was das in mir auslöst, wenn man mir eine solch bescheuerte Frage stellt? Also ich finde die Reaktion herrlich. Keine Ahnung. Ja, aber warum ist das so schwierig für viele Betroffene? Erstens, die Frage ist bei vielen PDIS- oder DIS-Systemen schlicht einfach nicht beantwortbar. Nicht, weil sie mauern, sondern weil das Innensystem kein Aktenschrank ist, den man mal eben durchzählt. Es gibt Innenpersonen, die noch niemand kennengelernt hat. Es gibt welche, die sich zeigen und wieder verschwinden. Es gibt Anteile, bei denen unklar ist, ob sie eine eigene Innenperson sind oder ein Zustand von jemandem, den man schon mitgezählt hat. Wer dir eine exakte Zahl nennt, hat entweder ein sehr gut kartografiertes System, hat die Diagnose vielleicht schon 20 Jahre oder die Person rät einfach. Zweitens, die Zahl sagt dir überhaupt nichts. Also so gar nichts.
Sie sagt dir nichts darüber, wie es uns geht, wie stabil wir sind, wie viel Amnesie es gibt, ob wir gerade in Therapie sind, ob wir arbeiten können, was wir mögen oder nicht und so weiter und so fort. Ein System mit 6 Innenpersonen kann massiv schlechter dran sein als eines mit 60. Es ist eine Zahl ohne Aussagekraft sozusagen, die sich nur so anfühlt, als gäbe sie irgendeine Orientierung. In Wirklichkeit ist das aber nicht so. Drittens, die Frage macht aus einem Menschen eine Kuriosität. Es ist die Zirkusfrage. Sie zielt auf das Spektakuläre, nicht auf die Person, und sie rückt die falschen Aspekte in den Vordergrund. DIS ist eine Traumafolgestörung. Es geht nicht darum, wie viele wir sind, sondern darum, dass du es mit einem Menschen zu tun hast, der Gewalt erlebt hat, von Kindheit an und Folgen davon getragen hat, der vielleicht gerade erklären wollte, warum er die Welt als einen eher unsicheren Ort begreift. Vielleicht anders als du. Das ist die eigentliche Info, finden wir jedenfalls. Viertens. Die Frage nach der Anzahl kann von manchen Betroffenen als sehr übergriffig aufgefasst werden. Das gilt nochmal in ganz besonderem Maße für diejenigen, die in ihrer Kindheit einen organisierten Kontext erlebt haben. Die haben da sehr feine Antennen. Personen, die Informationen über das dissoziative Innensystem sammeln möchten von außen, sind für sie dann oft hochgradig verdächtig und fühlen sich gefährlich an. Und da ist es egal, ob ihr bereits befreundet seid oder nicht. Das kann alles in Frage stellen. Aber als realistische Randnotiz von uns: Wir beantworten die Frage manchmal trotzdem. Einfach, weil es einfacher ist, als das lange zu erklären und wir ja irgendwie schon damit rechnen, dass die jetzt kommt. Manchmal entwickelt sich daraus auch ein gutes Gespräch. Aber wir geben dann keine exakte Zahl. Wir geben so eine grobe Gesamtgröße oder wir sagen über 100, aber ich kenne nur 40 oder sowas. Das finden wir okay, haben aber die Erfahrung gemacht, dass es gleichzeitig ein bisschen schockierend sein kann für unser Gegenüber, weil derjenige vermutlich gerade seine Infos aus Film und Fernsehen zusammenkramen muss und mit sowas wie 5 bis 7 Innenpersonen gerechnet hat und nicht mit über 100 oder sowas. Aber nur weil das einige beantworten, heißt das nicht unbedingt, dass die Frage gut war. Frage 2. Kann ich auch mal mit jemand anderem reden? Diese Frage kommt vermutlich nicht sofort, sondern erst, wenn sich ein Gegenüber an die Situation gewöhnt hat, glaube ich, wenn ich mir das so überlege. Aber das tut jetzt schon viel mehr weh als die erste Frage, und zwar aus 2 Perspektiven. Erstens, Persönlichkeitswechsel funktionieren nicht auf Bestellung normalerweise. Es gibt kein Menü, das man aufrufen kann oder einen Schalter, den man umlegen könnte. Viele Betroffene wechseln gar nicht offen. Das geht also sozusagen gar nicht. Das gilt vor allem natürlich für Betroffene mit einer partiellen DIS, aber auch für viele oder die meisten mit einem Vollbild-DIS. Wechsel sind oft von klein an maskiert, um gut in die Normalität einzublenden, sodass das nicht auffällt. Ein Wechsel passiert dann nur in sehr seltenen Ausnahmesituationen, weil zum Beispiel gerade riesiger Stress oder ein expliziter Traumatrigger passiert ist. Bei manchen des Systemen gibt es mit viel Übung und viel Sicherheit eine gewisse Steuerbarkeit. Also man kann das lernen. Aber gewisse Steuerbarkeit unter guten Bedingungen ist etwas komplett anderes, als auf Zuruf im Wohnzimmer zu wechseln, weil ein Besucher neugierig ist. Und was passiert, wenn jemand es trotzdem versucht? Naja, im besten Fall gar nichts, es ist dann nur irgendwie peinlich. Im schlechteren Fall, ein dissoziierter Persönlichkeitsanteil kommt tatsächlich nach vorne, nur nicht der, den sich jemand vorgestellt hat. Wechsel unter Druck sind selten die entspannten Innenpersonen. Es kommen die, die auf Anforderung und Erwartung reagieren. Fragile Anteile oder kontrollierende Anteile, mit denen es dann unter Umständen weniger Spaß macht. Das kann einen Abend zerlegen und vielleicht ziemlich überfordern. Möglicherweise. Und zweitens, das ist eine subtilere Perspektive. Die Frage sagt der Frontperson, mit der du gerade redest, dass sie nicht die Interessante ist. Dass du sie schon gesehen hast und jetzt gerne das eigentliche Zirkusprogramm hättest. Das ist eine ziemlich brutale Ansage, auch wenn sie überhaupt nicht so gemeint ist, kann trotzdem so rüberkommen. Und sie kann auch dazu führen, dass ein Betroffener etwas tut, was er eigentlich nicht will, weil er aufgrund der Traumastruktur den Drang hat, sozusagen gefallen zu wollen. Und ich glaube nicht, dass du sowas beabsichtigt hast, oder? Und da lohnt sich ein Blick auf einen Grundsatz, der sich durch die Behandlungsleitlinien der ISSTD zieht.
Ein Dis-System wird als ein Mensch behandelt, als eine Person, die aus dissoziierten Persönlichkeitsanteilen besteht. Die innere Getrenntheit wird ernst genommen, Therapie erfolgt anteilsgerecht, aber sie macht aus einem Menschen nicht mehrere verschiedene Menschen oder mehrere verschiedene Bekannte, unter denen man sich den Lieblingsgesprächspartner raussuchen kann, wie auf einem Buffet. Und in der Realität ist es natürlich so, dass du, wenn du mit einem PDIS oder DIS-System befreundet bist, ständig mit anderen Persönlichkeitsanteilen zu tun hast oder hattest. Man bindet dir das nur nicht auf die Nase. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, fallen dir sicherlich interessante Situationen ein. Oder du hast auch ein Bild von deiner Freundin oder deinem Freund, das eher facettenreich und verschieden ist. Der spannende Gesprächsaufhänger ist dann eher, diese Beobachtungen zu teilen und darüber zu sprechen. Und es kann sein, dass der DIS-Betroffene selber einige dieser Anekdoten zum ersten Mal hört. Just saying. Kurz gesagt, du redest immer mit dem ganzen Menschen, mit seinen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen und verschiedenen Aspekten, so wie bei jedem anderen Menschen auch. Auch wenn gerade nur eine Innenperson vorne mit dir spricht oder deren Maskierung. Und es gibt natürlich auch die Ausnahme, falls du mit unterschiedlichen Innenpersonen speziell befreundet bist oder speziell eine Liebesbeziehung hast oder ähnliches, dann habt ihr ja untereinander vermutlich eine individuelle Absprache getroffen, wie ihr das so handhabt. Da kann ich jetzt in so einem Video pauschal gar nichts zu sagen. Es ist immer individuell. Und PS, das ist uns besonders wichtig. Wenn du ein komisches Gefühl hast als Betroffener, weil dein Gegenüber einen Wechsel einfordert, dann würde ich dir ehrlich gesagt raten, den Kontakt sofort abzubrechen. Da fällt mir keine freundliche Möglichkeit ein, also ausgenommen in der Therapie. In der Therapie kann das abgesprochen und normal und gut sein und hilfreich für den Prozess. Aber in der Realität, wenn du dieses Gefühl kriegst, dann kann das durchaus sein, dass das in was Missbräuchliches mündet. Besonders auch in solchen Situationen wie zum Beispiel der Seelsorge etc. Aber das Fass ist natürlich riesig und wenn jemand von euch das in so einer Situation verlangt, dann würde ich tatsächlich einfach sagen, rennt. Frage 3. Was ist euch denn passiert? Das ist so eine Frage, da weiß ich selten, wie die jemanden über die Lippen kommt oder wo das herkommt. Das kommt wirklich auf die Situation an. Also da man ja gewöhnlich mit vertrauenswürdigen Menschen über seine Diagnose spricht, kommt sie vermutlich fast immer aus echtem Mitgefühl oder echtem Interesse. Aber sie ist dann auch irgendwie grenzenlos naiv. Die Menschen fragen das eigentlich nicht, um sich zu gruseln. Sie fragen es, weil sie merken, da ist etwas Großes und sie wollen dieses Etwas mittragen. Sie wünschen sich größere Tiefe, größere Nähe in der Beziehung, was auch immer für eine Beziehung. Aber bei mir persönlich löst das mittlerweile so ein ganz schlechtes Gefühl aus. Als würde ich jetzt getestet werden und ich müsste mich rechtfertigen. Ich glaube, das kommt daher, weil ich in den letzten Jahren so negative Erlebnisse im Gesundheits- und Rentensystem gemacht habe. Also, dass mich das direkt unter Druck setzt und in so einen Rechtfertigungszwang bringt. Also würde ich heute sagen, fragt es einfach nicht. Eine dissoziative Identitätsstruktur entsteht in der frühen Kindheit, unter Bedingungen, über die man beim ersten Kaffee nicht spricht. Wenn du fragst, was ist dir passiert, bittest du einen Menschen, seine tiefsten, unaussprechlichen Verletzungen vor dir auszubreiten. Zwischen Keksteller und Blümchentasse sozusagen. Ohne Vorbereitung, ohne Nachbereitung, ohne dass irgendjemand am Tisch weiß, wie man damit umgeht, wenn es kippt. Aber was noch wichtiger ist, viele von uns haben keinen durchgängigen oder ansatzweise vollständigen, geschweige denn geordneten Zugriff auf die eigene Geschichte. Amnesie ist kein Detail der Diagnose, sie ist ein Kernstück davon. Die Frage nach dem, was passiert ist, kann also eine innere Suche auslösen nach etwas, das jemand aus sehr guten Gründen nicht finden kann. Und das ist wirklich unangenehm. Unsere persönliche Sicht, wir erzählen es dir, wenn wir dir vertrauen, wenn es passt, vielleicht in kleinen Bröckchen, vielleicht aber auch nie. Aber dann erzählen wir es freiwillig, in unserem Tempo, in einer Dosis, die wir aushalten und die dich möglichst nicht überfordert. Aber ich bin auch ganz ehrlich, uns ist es im Leben schon öfters passiert, dass wir irgendeine Anekdote erzählt haben, von der wir dachten, sie sei nicht so wild.
und dann mit der Fassungslosigkeit, Betroffenheit und auch mit Tränen bei Zuhörern konfrontiert wurden, womit man dann umgehen muss. Das ist auch nicht so schlimm, wenn alle Beteiligten freiwillig da sind und offen für so ein Gespräch sind. Aber es zeigt mir, dass wir das manchmal gar nicht richtig abschätzen können, was jetzt eigentlich überfordert und was nicht. Unserer Meinung nach entsteht Vertrauen nicht unbedingt durch das Fragen nach den schlimmen Dingen. Es entsteht dadurch, dass jemand einfach da bleibt, ohne zu fragen, weil er einfach gerne Zeit mit dir verbringt und nichts Großes von dir erwartet. Und eine andere Facette ist auch nicht nur, dass man traumatische Begebenheiten in dissoziierten Anteilen abgespalten hat und dann in dieser Frontperson nicht erinnern kann, sondern eben auch, dass vieles von diesen traumatischen Bedingungen in der frühen Kindheit solche Dinge sind, die man gar nicht greifen kann. So eine Atmosphäre, in der man aufgewachsen ist, in der chaotische Bindung vorherrscht, in der keine Sicherheit da ist, in der man auf sich allein gestellt ist, auf emotionale Art und Weise. Das ist nicht so leicht überhaupt zu erklären, so. Und es bringt so viele Selbstzweifel mit sich. Bla bla. So, aber genug der Verbotsschilder. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Welche Fragen funktionieren besser? Also das sind unsere persönlichen Vorschläge, was vielleicht besser funktionieren könnte. Erstens, gibt es etwas, das ich wissen sollte? Also was ist hilfreich? Das ist die beste Frage überhaupt, und zwar, weil sie die Kontrolle über die Antwort komplett abgibt. Du fragst nicht nach Inhalt, du fragst nach irgendeinem Verhaltenskodex. Und der ist tatsächlich ultimativ individuell für jeden Pedis oder des Betroffenen. Und du signalisierst damit auch, ich habe vor, hier zu bleiben. Die Information, die du gerade geteilt hast über dich, schreckt mich nicht ab und ich möchte dich gerne unterstützen. Wir glauben, so kann eine Beziehung wachsen und im besten Fall versteht man das Gegenüber am Ende besser als vorher. Zweitens, brauchst du gerade was von mir? Oder was wünschst du dir von mir? Da geht es nicht um komplizierte Diagnosen oder Begriffe und Krankheit, sondern um ganz praktische Dinge. Und damit kann man was anfangen im Alltag. Ich persönlich würde mir von den Betroffenen wünschen, dass die dann natürlich auch zurückfragen. Denn so können dann beide gleichberechtigt auf Augenhöhe ihre Bedürfnisse äußern. Und dann kommt es auch zu keiner Schieflage in dieser Beziehung. Und wenn man so offen fragt, kann jeder auch immer sagen, nichts, danke. Drittens, magst du erzählen? In Situationen, wo du merkst, dass da etwas im Hinterkopf abläuft, darfst du natürlich fragen. Aber frag so, dass es auch den Raum für ein Nein zulässt. Der Unterschied zu Frage 3 von vorhin ist ein einziges kleines Wörtchen. Und dieses Wort ist die ganze Miete. Magst du, macht ein Angebot. Was ist passiert, stellt eine Anforderung. Bei magst du erzählen kann man auch sagen, nee, heute nicht oder nee, möchte ich nicht. Das ist dann eine vollwertige Antwort und kein Ausweichen oder so. Und an die Pedis- und Dis-Systeme unter euch. Ihr müsst niemandem von eurer Diagnose erzählen. Und wenn ihr euch aber dazu entscheidet und euch jemand so eine Frage stellt, die euch vor den Kopf stößt irgendwie, dann müsst ihr nicht antworten. Auf keine dieser Fragen müsst ihr antworten. Nicht bei der Arbeit, nicht in der Familie und auch nicht bei Menschen, die es gut meinen. Deine Struktur ist keine Information, die jemandem zusteht, nur weil er nett gefragt hat. Das ist deine Privatsache, die darfst du auch für dich behalten, wenn du magst. Und wenn du merkst, dass du automatisch antwortest, obwohl du das eigentlich gar nicht willst, dann ist das keine Charakterschwäche von dir. Du hast nichts falsch gemacht. Das ist erlerntes Verhalten, sehr gründlich erlerntes Verhalten. Aber du kannst es verlernen, wenn du dich dazu entscheidest. Also wenn ihr merkt, dass ihr solche Dinge eigentlich nicht erzählen wollt, dann entscheidet euch dazu und übt es. Ein guter erster Satz zum Üben ist, darüber möchte ich nicht sprechen. Punkt. Ein ganz einfacher Satz. Nix weiter. Also das waren unsere 3 sinnlosen Fragen, die man des Betroffenen nicht stellt. Und jetzt bist du dran. Welche Frage fehlt dir noch in der Liste? Wir wissen genau, dass es noch mindestens 5 oder 500 gibt, an die wir nicht gedacht haben. Schreibt sie in die Kommentare und wenn genug zusammenkommen, machen wir bestimmt einmal einen zweiten Teil daraus. Nur mit euren Beispielen. Und wenn dir dieses Video etwas gebracht hat, lasst gerne ein Abo da, macht den Daumen hoch, hypt, kommentiert und so weiter. Und übrigens, YouTube spielt dir heutzutage nicht mehr automatisch deine abonnierten Kanäle zu.
Vielleicht ist dir das schon aufgefallen. Es geht jetzt auf Rabbit Hole Jagd. Wenn du also kein Video verpassen möchtest, aktiviere bitte unbedingt die Glocke, dann bekommst du eine Nachricht, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Und wenn du diesen Kanal noch mehr unterstützen möchtest, Disting wird aktuell ja von der Community getragen, über Steady-Abos und YouTube-Mitgliedschaften, dann freuen wir uns über deine Bereitschaft. Der Link ist direkt in der Beschreibung oder auch am Ende des Videos kommt so ein Button. Jeder Beitrag hilft uns sehr. Unter dem Video sind Telefonnummern, falls du akut Hilfe brauchst. Das sind auch Links zu interessanten Referaten, YouTube-Kanälen und Homepages, die über die dissoziative Identitätsstörung aufklären. Und Achtung, Öhrchen gespitzt, du bist ein wunderbarer, wertvoller Mensch. Lass dir nichts anderes erzählen. Pass auf dich auf, macht's gut, euer Disting. Tschüss. Oh Gott, jetzt habe ich das mit diesen Dingern gemacht. Ich kann das nicht nochmal aufnehmen.